Herzlich willkommen zu unseren Videotutorials zu Blend Engineer. Freuen Sie sich auf spannende Themen rund um das intuitive Erstellen von P&IDs, Piping and Instrumentation Diagrams und der Dokumentation verfahrenstechnischer Anlagen in Word und Excel, sowie Tipps und Tricks für Ihre Arbeit in Blend Engineer. Mein Name ist René Martin und ich begleite Sie durch diese Tutorials. Sie haben Blend Engineer installiert, Sie haben Visio eröffnet, dann können Sie ein neues Projekt erstellen. Klicken Sie hierzu im Menüband auf Blend Engineer und dort in der Gruppe Start auf das Symbol Neues P&ID. Mit einem Klick auf dieses Symbol öffnet sich der Assistent, mit welchem Sie ein neues Projekt erstellen können. Sie sehen dort die Liste der bereits vorhandenen Projekte. Sie können eine Zeichnung an eines dieser ausgewählten Projekte hängen, indem Sie im unteren Textfeld die Zeichnungsnummer eintragen. Oder Sie erstellen ein ganz neues Projekt, indem Sie auf die Schaltfläche Neu klicken und anschließend in das Textfeld den Projektnamen eintragen. Dieses Projekt hat auch eine Zeichnung, dessen Zeichnungsnummer Sie im unteren Textfeld eintragen können. Den Speicherort des Projektes wählen Sie im oberen Feld aus. Sie können ihn lassen oder Sie können ihn auch ändern, indem Sie auf die Schaltfläche mit den 3 Pünktchen klicken und dort einen neuen Ordner auswählen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Weiter wechseln Sie zum zweiten Schritt. Im zweiten Schritt werden Sie gefragt, unter welchem Dateinamen Sie diese Datei speichern wollen. Visio schlägt den Zeichnungsnamen als Dateinamen vor. Sie können ihn ändern, Sie können ihn auch beibehalten und das Ganze wird als Visio Drawing in diesem Pfad, in diesem Speicherort gespeichert. Das ist der Ort, den Sie gerade eben ausgewählt haben. Mit einem Klick auf Speichern gelangen Sie zum dritten Schritt. Dort wird die Projektnummer eingetragen und der Name des Projektes in dem Feld Kennwort. Und darunter können Sie den Namen des Kunden eintragen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Speichern und Weiter gelangen Sie zum nächsten Schritt. Jedes Projekt hat eine Teilanlage. Jede Teilanlage hat eine Nummer, die Sie hier ändern bzw. eintragen können. Optional können Sie auch Teilanlagennummern für Kunden vergeben. Wenn Sie möchten, können Sie auch eine Bezeichnung, das heißt eine Beschriftung Ihrer Teilanlage eintragen. Wenn Sie weitere Teilanlagen benötigen, dann klicken Sie in der unteren Leiste auf das Plus-Symbol und erzeugen somit eine neue Teilanlage. Das Ganze wird gespeichert und das Projekt ist erstellt, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Nun haben Sie Ihr erstes Projekt erstellt. Zusammengefasst: In der Registerkarte Blend Engineer wird über die Schaltfläche links Neues P&ID ein neues Projekt erstellt oder zu einem vorhandenen Projekt eine neue Zeichnung hinzugefügt.